Und in Berlin begrüße ich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Professorin Claudia Kemfert. Schönen guten Tag nach Berlin. Guten Tag, ich grüße Sie. Liebe Professorin Kemfert, was heißt das denn jetzt für die Verbraucher, wenn RWE und EON sich so neu sortieren und angeblich alles ganz wunderbar ist? Na, grundsätzlich ändert sich jetzt erstmal nicht allzu viel. Der Strompreis ist ja ohnehin auf einem sehr hohen Niveau, was auch an den Traumrenditen für die Netzbetreiber liegt, die ja auch zu dieser Fusion geführt haben. Das sind sehr hohe Netzentgelte beim Strompreis, die die Kunden ja ohnehin bezahlen. Und ich sehe jetzt nicht, dass es jetzt unmittelbar zu Preissteigerungen kommen würde. Umgekehrt würde man jetzt aber auch nicht erwarten, dass der Strompreis sinkt. Die Verbraucher haben natürlich immer die Möglichkeit zu wechseln und den Anbieter genau anzuschauen. Jetzt gibt es da zwei, die sich da irgendwie neu präsentieren, aber auch die Möglichkeit, dass jeder Stromkunde dann selbst entscheidet, zu wem er geht. Die Energiewende ist in aller Munde, ebenfalls in jedem Haushalt. Nicht zuletzt zahlen ja auch alle dafür. Was heißt das für die Energiewende? Ist das ein Schritt nach vorn oder betrachten Sie das eher als einen Rückschritt? Ich sehe es eher mit großer Sorge, weil aus dem einen Grund, dass das EON den Bereich der erneuerbaren Energien ja abgibt, sich jetzt verstärkt auf das Stromnetz konzentrieren will, aber ganz gute Geschäftsmodelle eigentlich hatte für die Energiewende, die nun abgegeben werden an RWE und Energy komplett verschwindet. Zwar steigt jetzt hier der Anteil an erneuerbaren Energien bei RWE, aber RWE ist ein Konzern, der noch immer sehr stark auf konventionelle Energien setzt, sehr viel Kohlekraftwerke hat, auch noch immer Atomkraftwerke. Dieser Anteil wird im nächsten Jahrzehnt nahezu verschwinden müssen, wenn wir denn die Energiewendeziele umsetzen wollen und wenn wir auch die Klimaziele umsetzen wollen. Das heißt, dieser Anteil wird an Bedeutung abnehmen. Jetzt kommt es darauf an, ob es RWE gelingt, tatsächlich die erneuerbaren Energien auszubauen, gute Geschäftsmodelle zu finden für den Bereich der Energiewende. Das hat man in der Vergangenheit eben nicht gesehen. Das ist ja auch eine Konsequenz, dass Energy solche Probleme hat. Also da wird man sehen, wie gut jetzt das Management agieren kann und ob es tatsächlich zu einem Erfolg kommt und die Energiewende hier klug begleitet wird. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann müssen es andere übernehmen. Und die Konzerne, die Zeit der großen Energieriesenzeit scheint jetzt tatsächlich auch vorbei zu sein. In der Marktwirtschaft heißt es, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Jetzt scheidet ja einer von beiden Konkurrenten aus, auch in dem Weg oder in den richtigen Schritten in Richtung Innovation. Bedeutet das, dass das vielleicht für Deutschland einen Rückschritt bedeuten würde? Und wie weit sind wir denn eigentlich mit dem dringend benötigten Trassenausbau? Also zum einen gibt es noch immer genügend Wettbewerb. Wir haben sehr viele Anbieter in Deutschland. Der Markt hat sich ja eben sehr stark auch defragmentiert, zulasten eben auch der großen Anbieter. Deswegen gibt es ja auch diese Rochade. Aber es gibt viele Anbieter, auch viele neue Anbieter, mittelständische Unternehmen, auch kleinere Stadtwerke, auch Ökostromanbieter, die dazugekommen sind. Also hier ist der Wettbewerb auf jeden Fall da. Im Bereich der Netze wird man jetzt schauen müssen, wenn EON jetzt diesen großen Teil der Netze übernimmt, ob das kartellrechtlich relevant sein wird. Bei den Netzentgelten hat man ja eine Regulierung, aber ob es da jetzt zu einer Marktmacht kommt, das wird man noch sehen. Aber es ist eben so, dass man jetzt aufpassen muss, dass es auch genügend Wettbewerb in der Zukunft gibt. RWE wird relativ groß, aber es ist ja so, dass der Bereich der Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke runtergehen wird in der Zukunft und dann eben andere Bereiche ausgebaut werden müssen. Und aus dem Grund sehe ich jetzt hier RWE nicht als Platzhirsch auf Dauer, es sei denn, sie schaffen es im Bereich der Energiewende, sich wirklich zu positionieren. Herzlichen Dank für die aktuellen Einschätzungen, Professorin Claudia Kemfert nach Berlin. Ich danke Ihnen.